Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört. Tag 12. Die Hütte hat uns wie erwartet perfekt durch die Nacht gebracht. Und wie von dem Mann aus der Pension prophezeit, regnete es nachts. Nicht durchgängig, aber sehr schlagartig und intensiv. Dazu noch mit starkem Wind. Danke, Hütte. Jo, das war mal eine gute Nacht hier. Wir hatten echt Glück, weil hier auf dem Berg, es ist hier 950 Meter, also fast 1000 und es ist richtig windig gewesen. Und dann gab es auch einen schlagartigen Platzregen. Das hatte dann hier im Dorf schon uns ja prophezeit. Ich dachte dabei ehrlich gesagt, das ist nur ein Argument, damit wir in so einer Pension übernachten. Ja, es ist so eine kleine Hexenstube. Also ich sag mal, könnte auch aus einem Horrorfilm sein, aber uns hat es echt gerettet eigentlich. Also für uns war es richtig gut. Ich mache mich jetzt auch auf, Rüde ist schon vorgegangen. Ich hole ihn wahrscheinlich gleich ein und dann sehen wir uns in Chocobar wieder für einen Kaffee oder ein Frühstück, Mittag oder sowas. Ja. Okay, ab geht's. Super war, dass man hier sogar abschließen konnte. Nach anfänglicher Müdigkeit kam ich zurück in einen flinken Wandermodus. Auf einer Straße kam mir eine Gruppe sportlicher Trailrunner entgegen. Sie erzählten mir, dass sie 2 NeuseeländerInnen getroffen hätten. Ich war interessiert. Gestern hatten sie laut dem Mann in der Pension noch etwa 2 Stunden Vorsprung. Und jetzt eine halbe Stunde. Vielleicht treffen wir uns heute also wieder. Jo, zur Abwechslung nochmal zwischendurch ein kleines Gear-Video. Und zwar wurde ich jetzt schon ein paar Mal darauf angesprochen, dass ich einen Wasserfilter auf meiner Flasche rumtragen habe. Und der Wasserfilter, für den ich mich entschieden habe, das ist hier der Sawyer Micro. Der bekannteste ist eigentlich der Sawyer Mini, der ist noch mal ein bisschen kleiner als dieser, hat aber eine geringere Durchflussgeschwindigkeit. Diese hier ist ein bisschen besser, aber ich habe die beiden gegeneinander getestet. Also man kann auch, glaube ich, wohlberuhigt den Mini nehmen, dann braucht man ein bisschen länger. Es kommt viel mehr darauf an, dass man einen vernünftigen Wasserbeutel dazu hat. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist den Wasserbeutel von Avenue zu nehmen, den 1,5 Liter Beutel. Und was macht der Filter? Der filtert praktisch alles raus, was über, ich muss das mal nachschauen, 0,1 Mikron groß ist. Das ist halt praktisch die Partikelgröße. Und damit kann er rausfiltern, also alle Art von Bakterien, Protozoen, also diese Dinge, von denen man irgendwie so Magen-Darm-Sachen und Übelkeit bla bla bekommt, was man natürlich auf einer Wanderung halt überhaupt nicht haben möchte. Also hier ist so eine Art Dialysefilter drin, also aus der Dialysetechnik meine ich. So ganz kleine Schläuche wären das unter Mikroskop, die halt Löcher haben. So siebt das praktisch die Bakterien aus. Was der Filter nicht kann, sind so Virengeschichten, Schwermetalle, Düngemittel, Pestizide, bla bla bla. Ich filter hiermit praktisch alles Wasser, was hier nicht aus der Flasche kommt, um halt irgendwie irgendwas für Magen-Darm-Sachen vorzubeugen. Ja, und das Gute ist, wenn man sich zum Beispiel einen Kaffee machen will und nicht so viel Gas verschwenden will, dann kann man es auch eben vorfiltern und das Wasser dann halt nur trinkfertig warm machen und dann, keine Ahnung, Instant-Kaffee anrühren oder so. Wow. Okay, die Höhlenforschung hat sich nicht gelohnt. Über lange, buschige Single-Trails ging es weiter nach Kasch. Wied und ich trafen uns an einer heftig windigen grünen Ebene wieder.
Zusammen folgte ein längerer, leichter Aufstieg, bis wir an den Berghängen von Kasch ankamen. Die Aussicht auf den wunderschönen Ort Kasch war gewaltig. Unten die Stadt, der Hafen, das Meer und eine zweiteilige Halbinsel, die sich in das Meer hineinzog. Hungrig suchten wir ein Restaurant und fanden einen Salon zum Pide-Essen. Dort beschlossen wir, wieder gemeinsam eine Pension zu nehmen. Von Straßenecke zu Straßenecke schlossen sich uns mehr und mehr in der Stadt lebende Hunde an. Als Rudel erreichten wir dann die Tore unserer Bleibe und waren vollends zufrieden. So erwartete uns jeweils ein lichtdurchflutetes Doppelzimmer mit Dusche und Balkon. Wied hatte seinen Balkon links und ich rechts, und in der Mitte war ein belegtes Zimmer. Und dort, wie ich auf meinem Bett liege, mit Blick aus einer gläsernen Panorama-Schiebetür, in diesem Moment, da tritt das Paar aus Südafrika auf den mittleren Balkon. Wenn ich an Zufälle glauben würde, würde ich sagen, was ein Zufall. Mit den beiden hatte ich ja schon im Lykia Inn und Mosaik zusammen übernachtet. Sie erzählten mir, sie hätten in der Pension gestern übernachtet. Es wäre sehr kalt und sehr windig gewesen und sie hätten sich um mich gesorgt. Süß. Ich zeigte ihnen ein Foto von unserer Hexenhütte der letzten Nacht. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört.